Reddit ist eine der beliebtesten Community-Plattformen weltweit im Internet. Doch was genau ist damit eigentlich möglich und wie funktioniert alles? Das alles erkläre ich dir in diesem Tutorial, damit du den perfekten Einstieg in die Plattform findest. Als erstes erkläre ich dir, was Reddit überhaupt ist und wie wir einen Account einrichten können. Anschließend zeige ich dir, wie wir uns auf der Plattform grundsätzlich zurechtfinden und gehen im Detail auf die Communities, Beiträge und Chats ein. Auch wie wir unser Profil verwalten können und was Reddit Live, Premium und Coins sind. Abschließend werfen wir noch einen Blick in die Einstellungen. Ich zeige dir alles primär an der Web-Version von Reddit, aber zwischendurch gehen wir auch auf die App ein, falls es dort Abweichungen gibt. Über die Timeline kannst du auch zu einem bestimmten Punkt springen und für mehr solcher Tutorials kannst du meinen Kanal gerne kostenlos abonnieren. Reddit ist eine Plattform, auf welcher man die Möglichkeit hat, Beiträge zu erstellen, wie wir es beispielsweise von anderen Social-Media-Plattformen kennen, welche dann von anderen Usern einfach kommentiert und am wichtigsten up oder down gewotet werden können. Die Beiträge mit den meisten Upvotes werden dementsprechend standardmäßig höher angezeigt. Das Besondere an Reddit ist aber jetzt noch, dass die Beiträge nicht in einem allgemeinen Feed erstellt werden, sondern in sogenannten Subreddits, welche man sich wie themenbasierte Foren vorstellen kann. Das heißt, jeder kann ein Subreddit mit eigener URL erstellen, welche immer ein /r/ davor hat, und in dieser Community können dann Inhalte veröffentlicht werden. Die Inhalte von einzelnen Communities werden immer von dem Ersteller und seinen Moderatoren verwaltet und in erster Linie nicht von der Reddit-Plattform selber. Natürlich gibt es aber allgemeine Richtlinien, an welche sich alle halten müssen. Wir können Reddit direkt im Web über die Website nutzen, aber auch als App auf unserem Smartphone oder Tablet. Grundsätzlich können wir auf die öffentlichen Beiträge einfach so zugreifen. Sobald wir aber mit diesen interagieren oder eigene Sachen erstellen möchten, müssen wir uns einen kostenlosen Reddit-Account anlegen. Das geht direkt über den ersten Link in der Beschreibung, wo wir auf die Startseite von Reddit kommen. Dort können wir uns am oberen rechten Rand mit einem bestehenden Account anmelden oder uns neu registrieren. Die Registrierung können wir einfach per Mail, Google oder Apple-Konto machen. Im nächsten Schritt müssen wir dann einen Benutzernamen festlegen. Diesen sehen andere Nutzer dann auf Reddit, wenn wir mit etwas interagieren oder erstellen. Die Benutzernamen sind einzigartig, also können sie jeweils nur einmal an eine Person vergeben werden, weswegen dein Wunschname vielleicht nicht mehr verfügbar ist. Zudem können wir diesen später auch nicht mehr ändern, also nehme dir hier am besten Zeit und wähle einen Namen, mit dem du vermutlich langfristig glücklich bist. Jetzt ist unser Account erstellt und wir müssen nur noch unsere E-Mail-Adresse bestätigen. Mit unserem Benutzernamen und Passwort können wir uns dann auf jedem Gerät in unseren Account einloggen. Wie wir unseren Account verwalten können, schauen wir uns später in einem Kapitel noch genauer an. Doch wie funktioniert Reddit grundsätzlich? Haben wir die Startseite aufgerufen, erster Link in der Beschreibung, sehen wir direkt aktuelle und beliebte Beiträge aus unseren gefolgten Communities. Auf Reddit kann jeder Beiträge in Subreddits, auch Communities genannt, posten, mit welchen wir interagieren können. Diese kann man sich als Themenkategorie bzw. einzelnes Forum vorstellen. Alle Communities haben auch eine eigene Seite, welche wir beispielsweise über die Suche am oberen Rand finden können oder wenn wir auf ihren Namen klicken. Hier sehen wir auf der Startseite alle Beiträge, welche in der Community gepostet wurden. Grundsätzlich kann jeder gepostete Beitrag am linken Rand hoch oder runter gewotet werden von Nutzern, je nachdem, ob sie ihn gut oder schlecht finden. Dieses Voting beeinflusst die Platzierung des Beitrags auf unterschiedlichen Seiten auf Reddit. In jeder Community oder auch im Allgemeinen über das obere rechte Menü können wir dann nach neuesten, beliebtesten oder getrendeten Beiträgen sortieren. Jeder Beitrag kann auch kommentiert werden, sowie geteilt oder wir können ihn für uns speichern, falls wir ihn beispielsweise später lesen möchten. Gefällt uns ein Beitrag besonders gut, können wir ihm auch eine Auszeichnung geben. Diese Auszeichnungen sind für uns kostenpflichtig und werden mit Reddit Coins bezahlt. Später noch mehr dazu. Diese Faktoren beeinflussen die Platzierung der Beiträge auf Reddit ebenfalls. Schließlich können wir jeden Beitrag für uns auch ausblenden oder melden.
Klicken wir auf einen Beitrag, öffnet er sich seitenfüllend und wir sehen alle Kommentare unter ihm, können selbst einfach eins schreiben und am rechten Rand erhalten wir weitere Informationen über das Subreddit, in welchem der Beitrag gepostet wurde und was die Regeln und Co. des Subreddits sind. Ganz oben am Beitrag sehen wir auch, von wem er geschrieben wurde, können sein Profil aufrufen und sehen das Veröffentlichungsdatum. Um uns auf Reddit zurechtzufinden, haben wir am oberen Rand dann noch ein praktisches, allgemeines Menü. Hier können wir über die Suche direkt nach Communities, Beiträgen oder Personen suchen, wo wir auch unsere letzten Suchanfragen direkt in einer Liste sehen. Links neben der Suche haben wir auch ein Menü, wo wir sehen, wo wir uns gerade auf Reddit befinden und können darüber direkt einfach zu unseren eigenen und beigetretenen Communities wechseln, sowie auf weitere Bereiche von Reddit zugreifen, wie Talks, Icons und Vorhersagen. Einige der Sachen, welche wir hier sehen, haben wir auch am rechten Rand direkt im Hauptmenü. Dort können wir nämlich über das Plus einen eigenen Beitrag erstellen, sowie daneben auch alle Benachrichtigungen, Nachrichten und gegebenenfalls Moderationen aufrufen. Auch den Reddit-Live-Bereich erreichen wir hier, können uns die aktuell beliebten oder alle Reddit-Posts anzeigen lassen und am ganz rechten Rand können wir auch unser Profil verwalten. Über unser Profil kommen wir auch zu allen wichtigen Einstellungen. Was generell noch gut zur Orientierung zu wissen ist, dass Communities immer mit einem R/ und Nutzer immer mit einem U/ beginnen. In der App funktioniert Reddit identisch. Hier haben wir oben in der Mitte auch die Suche und links daneben ein erweitertes Menü und rechts unser Profil. Am unteren Rand haben wir dann noch den Nachrichten-, Benachrichtigungen und Entdecken-Bereich sowie können neue Beiträge hier direkt erstellen. Doch schauen wir uns die Communities bzw. Subreddits mal genauer an. Wir finden diese direkt bei jedem Beitrag oder über die Suche. Auf ihrer Seite können wir jeder Community auch direkt neben dem Namen folgen, womit uns Beiträge aus dieser auf unserer persönlichen Startseite angezeigt werden und wir können beispielsweise uns über neue Beiträge über die Glocke benachrichtigen lassen. Mit den Beiträgen in einer Community können wir wie gewohnt interagieren, was wir uns im nächsten Kapitel noch genauer anschauen werden. Wir können hier auch eigene Beiträge in einer Community erstellen, wo du aber immer die individuellen Community-Regeln vorher lesen solltest, damit dein Beitrag nicht gelöscht oder gemeldet wird. Die Regeln finden wir am rechten Rand in einer Community, wo wir auch eine ausführliche Beschreibung sehen mit Anzahl der Follower und wann sie erstellt wurde. Weiter unten sehen wir auch alle Moderatoren, die in dieser Community die Beiträge überprüfen. Im oberen Menü in einer Community können neben den Beiträgen auch weitere Tabs verfügbar sein, die individuell von der Community thematisch passend ausgewählt wurden. Auf Reddit kann jeder eine eigene, neue Community erstellen. Das geht direkt auf der Startseite am rechten Rand oder über das Plus im oberen Menü, wenn wir einen neuen Beitrag erstellen. Der Community müssen wir dann einen einzigartigen Namen geben, der noch nicht verwendet wurde und wir können festlegen, ob diese öffentlich von allen einsehbar ist oder nur eingeschränkt oder privat, wo nur zugelassene Nutzer Inhalte aus der Community sehen und erstellen können. Schließlich müssen wir noch aktivieren, ob die Community 18+ Inhalte beinhaltet. Im nächsten Schritt können wir direkt einen Beitrag in der Community erstellen und einfach die URL teilen, um andere unsere Community zu zeigen. Wenn wir eine eigene Community erstellt haben, sind wir automatisch der Admin von dieser und können grundsätzliche Sachen einstellen, was normale Nutzer nicht können. So können wir am rechten Rand die Beschreibung hinzufügen und ein Hauptthema für die Community festlegen. Das ist praktisch, um auf Reddit besser gefunden zu werden. Für alle komplexeren Einstellungen können wir auf die Mod-Werkzeuge am oberen rechten Rand auf der Community-Seite zugreifen. Dort können wir beispielsweise das Aussehen unserer Community bearbeiten, wo wir die Farben, aber auch das Logo und Hintergrundbild verwalten können. Dort können wir auch weitere Links im Menü hinzufügen, sowie die Widgets am rechten Rand bearbeiten. Unter den Community-Einstellungen können wir auch die Hauptsprache festlegen, sowie die Einstellungen vom Anfang nochmal bearbeiten. Dort können wir auch Einstellungen zu Funktionen und Kommentaren machen.
Zurück in den Mod-Werkzeugen können wir beispielsweise auch alle Regeln für das Erstellen von Beiträgen in der Community angeben, welche andere auf der Community-Seite sehen. Hier können wir auch Entfernungsgründe anlegen, welche wir dann beim Entfernen von Inhalten dem Nutzer einfach als Grund für die Entfernung mitgeben können. Falls bestimmte Wörter, Überschriften, Links oder Co. nicht in Beiträgen genannt werden dürfen, können wir die über die Inhaltsbestimmungen direkt blocken lassen. Wenn unsere Community größer wird, ist die Benutzerverwaltung auch super praktisch, wo wir andere Nutzer aus der Community auch als Moderatorinnen auswählen können, welche dann entfernte Beiträge und Personen aus der Community verwalten und beispielsweise bannen oder stumm schalten können. Für jeden Mod können wir dann auch seine Möglichkeit individuell einstellen. Das war längst nicht alles, was man hier einstellen kann, aber für den Anfang sind das die wesentlichen Punkte. Wenn du eine richtige Community erstellen willst, solltest du dir irgendwann mal die Zeit nehmen und hier jeden Punkt einmal durchgehen und schauen, ob dieser für deine Community relevant ist. Unsere eigenen Communities finden wir dann immer direkt über das linke obere Menü unter Moderiert. In der App haben wir diese ebenfalls über das Menü am oberen linken Rand und können dort auch auf die Mod-Werkzeuge und alle Beiträge zugreifen. Falls du Lust hast, kannst du auch mal in unserer Community vorbeischauen. Link in der Beschreibung. Wir wissen jetzt, wie Communities funktionieren, aber wie erstellen wir einen Beitrag oder Kommentar? Einen neuen Beitrag können wir direkt über das Plus am oberen rechten Rand erstellen oder innerhalb einer Community. Erstellen wir ihn über das Plus, müssen wir ganz oben als erstes die Community auswählen, in welcher wir den Beitrag posten möchten. Hier sehen wir dann am rechten Rand auch direkt die Beschreibung und Regeln der Community zum Erstellen von Inhalten. Ein Beitrag muss immer in einer Community erstellt werden. Jetzt können wir ihm eine Überschrift und dann den Inhalt geben. Dort können wir oberhalb auch einfach nur Bilder, Videos, einen Link, eine Umfrage oder einen Talk posten. Im normalen Postbereich können wir neben Text auch Textverlinkungen, Textstile und Sachen wie Listen, Tabellen, Bilder oder Videos einbinden. Am unteren Rand können wir dann noch festlegen, ob der Beitrag Spoiler beinhaltet, 18+ ist und ob er als Event oder Live-Chat gepostet werden soll. Ein Live-Chat ermöglicht quasi eine Gruppendiskussion statt den Kommentaren, was eine direkte Kommunikation ermöglicht. Falls die Community noch Unterkategorien hat, können wir auch eine dem Beitrag hinzufügen, um ihn noch besser einordnen zu können. Sind wir zufrieden mit unserem Beitrag, können wir ihn direkt am unteren rechten Rand veröffentlichen oder daneben ein Datum auswählen, wann er veröffentlicht werden soll. Wir können ihn aber auch nur als Entwurf speichern und das sogar in Sammlungen, welche wir am oberen rechten Rand im Beitrag erstellen Bereich immer wieder aufrufen können. Unsere eigenen Beiträge können wir dann in den Communities auch sehen, wenn sie freigegeben wurden und nachträglich nochmal bearbeiten oder löschen. Wir sehen auch die Kommentare von anderen, welche wir auch up- oder downvoten können, sowie auf diese Antworten den Kommentar teilen, speichern oder melden können. Sind wir Mod oder Admin in der Community von einem Beitrag, können wir auch Beiträge von anderen beispielsweise entfernen, zulassen, falls sie genehmigungspflichtig sind oder kennzeichnen, falls etwas falsch angegeben wurde. Wenn wir einen Account bei Reddit haben, existiert auch automatisch ein Profil von uns, welches andere aufrufen können und man auch untereinander private Nachrichten austauschen kann. Wir sehen das Profil von jemandem direkt bei seinem Beitrag oder Kommentar und können dieses anklicken. Unser eigenes Profil haben wir am oberen rechten Rand, wo wir es uns auch anzeigen lassen können. Dort sehen wir alle unsere Beiträge und Kommentare in der Übersicht und finden oberhalb auch unsere gespeicherten Beiträge von anderen, einen Verlauf unserer Aktivitäten auf Reddit und welchen Beiträgen wir einen Upvote oder Downvote gegeben haben. Auch welche Auszeichnungen wir erhalten haben, sehen wir. Andere sehen auf unserem Profil nur die Beiträge, Kommentare und erhaltenen Auszeichnungen. Am rechten Rand auf unserem Profil sehen wir auch unseren Anzeige- und Benutzernamen sowie seit wann wir auf Reddit sind und wie viel Karma wir haben. Karma erhalten wir durch das Interagieren oder Erstellen von Beiträgen, Kommentaren oder Auszeichnungen und verlieren es durch Meldungen oder Downvotes. Wir können hier auch Links hinzufügen, sowie einen Button, der einladen soll zum Chatten.
Über das Zahnrad können wir auch eine Profilbeschreibung als Text hinzufügen, sowie ein Hintergrundbild und unseren Avatar bearbeiten, welcher als Profilbild fungiert. Auch ob Leute uns folgen dürfen und sehen dürfen, in welchen Communities wir aktiv sind, können wir hier einstellen. Haben wir jetzt einen Benutzer angeklickt, können wir ihm über mehr Optionen auch eine Nachricht senden. Diese hat einen Betreff und eine Nachricht. Alle unsere persönlichen Nachrichten finden wir dann in einem eigenen Bereich im oberen Menü. Dort haben wir dann richtige Chatverläufe und können auch Gruppen mit mehreren Personen erstellen. In Chatnachrichten funktionieren auch Formatierungen, um beispielsweise Links senden zu können. Klicken wir auf unser Profil am oberen rechten Rand, können wir auch unseren Online-Status ein- oder ausblenden und wir können auch andere Nutzer über ihr Profil für uns blockieren, falls wir möchten, dass diese nicht mehr mit uns schreiben, uns folgen oder unsere Beiträge sehen können sollen. In der App haben wir den Chatbereich direkt unten im Menü und unser Profil können wir am oberen rechten Rand direkt über unseren Avatar verwalten. Mit Reddit Live kannst du auf Reddit auch Video-Livestreams anschauen oder selbst starten. Zu Reddit Live können wir einfach direkt über das obere rechte Menü gelangen. Hier startet dann direkt der erste Livestream und wir können über die Pfeile links und rechts zum nächsten oder vorherigen Livestream wechseln. Die Livestreams sind primär im Hochformat und rechts daneben haben wir einen Live-Chat, wo wir auch Kommentare von anderen sehen. Wir können Livestreams sowie Beiträge auch hoch oder runter voten sowie teilen und wir sehen über die Timeline am unteren Rand auch, wie lange der Stream schon geht und wir können uns für das Audio einstellen und ihn auch pausieren. Fahren wir mit der Maus über den Stream, sehen wir auch seinen Titel, in welcher Community der Stream stattfindet und wie viele Zuschauer gerade den Stream schauen. Findet gerade ein Livestream in einer deiner Communities statt, siehst du den Stream auch ganz oben auf der Community-Seite angepinnt. Wollen wir selbst einen Livestream starten, sollten wir das Reddit Desktop Live Studio installieren. Das können wir über GitHub herunterladen, Link dazu in der Beschreibung, wo du entweder die Windows- oder Mac-Version downloaden kannst. Das Programm ist eine abgewandelte Form vom beliebten OBS Studio, was für Livestreams gerne verwendet wird. Wenn du wissen willst, wie OBS Studio funktioniert, habe ich dir dazu auch ein eigenes Tutorial gemacht, Link dazu in der Beschreibung. In den Einstellungen können wir dann unseren Reddit-Account verbinden, bevor wir den Livestream starten. Wie finanziert sich Reddit eigentlich? Neben der Werbung, welche auf der Plattform ausgespielt wird, können wir auch kostenpflichtig Reddit Premium als Abo erwerben, Coins kaufen oder Avatare. Mit dem Reddit Premium Abo können wir Reddit mit unserem Account komplett werbefrei nutzen, wir können das App-Symbol von der Reddit-App von unserem Handy verändern oder unseren Avatar mit exklusiver Ausrüstung stylen. Zudem erhalten wir Zugriff auf die R-Lounge-Community und jeden Monat 700 Reddit-Coins, welche wir beispielsweise für besondere Premium-Auszeichnungen ausgeben können. Das Premium-Abo kostet entweder 5,99 $ pro Monat oder im Jahresabo 49,99 $ pro Jahr. Mit Reddit Coins oder auch Münzen genannt, können wir Beiträge von anderen Nutzern auszeichnen. Hier gibt es ganz viele unterschiedliche Auszeichnungen, die unterschiedlich viele Coins kosten und teilweise auch Coins oder andere Vorteile dem Ersteller geben. Coins können wir am oberen rechten Menü einfach in Bündeln kaufen und je mehr wir kaufen, umso günstiger ist der einzelne Coin. Coins können wir nicht wieder zurück in echtes Geld umwandeln oder zu anderen Accounts übertragen. Als weitere Möglichkeit können wir unseren Avatar auch kostenpflichtig stylen, was über unser Profil am oberen rechten Rand geht. Hier kostet jedes Outfit individuell und wir erhalten auch weitere Vorteile, welche wir am rechten Rand sehen, wie sie zur Blockchain hinzuzufügen. Die Outfits sind dann accountgebunden und kosten mindestens um die 10 €. Werfen wir abschließend noch einen Blick in unsere Einstellungen bei Reddit, welche wir über unser Profil am oberen rechten Rand aufrufen können. Hier können wir beispielsweise direkt einen Dark Mode für Reddit aktivieren. Unter der Benutzerverwaltung können wir unsere E-Mail-Adresse, Passwort, Geschlecht und Sprache verwalten, sowie weitere Social Logins verbinden.
Falls wir unseren Reddit-Account komplett löschen möchten, womit auch alle unsere Beiträge und Kommentare gelöscht werden, können wir das hier ganz unten tun. Im oberen Menü können wir auch unser Profil verwalten, sowie unter Sicherheit und Datenschutz alle blockierten Personen von uns sehen und Personalisierungseinstellungen tätigen. In den Feed-Einstellungen können wir auch festlegen, was für Beiträge wir auf Reddit sehen bzw. nicht sehen möchten und was beispielsweise die Standardsortierung und Anzeigeart von Beiträgen in Communities ist. Auch wie wir über neue Nachrichten, Interaktionen oder Beiträge informiert werden wollen, können wir hier einstellen und gegebenenfalls unser Premium-Abo verwalten. Abschließend können wir unter Chat und Nachrichten auch festlegen, wer uns eine Nachricht oder Chatanfrage schicken darf und alle Nachrichten direkt als gelesen markieren. In der App finden wir die Einstellungen über unser Profilbild am oberen rechten Rand, wo diese ähnlich sind, nur anders aufgeteilt. Jetzt weißt du, wie Reddit funktioniert. Über den ersten Link in der Beschreibung kannst du direkt durchstarten. Für mehr Tutorials zu anderen Social-Media-Plattformen wie Twitter, Instagram, Facebook und Co. kannst du gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Falls du noch Fragen oder Feedback hast, kannst du dieses gerne in den Kommentaren hinterlassen. Bis zum nächsten Mal.